Ich bin hier in Liverpool mit dem Schweizer Vertreter beim ESC 2023, mit Remo Forrer. Herzlich willkommen. Hi, schön euch zu sehen. Ja, dich wiederzusehen, vor allen Dingen. Du warst ja schon mal bei uns, genau, ne, bei ESC Kompakt zu Gast. Wie geht's dir jetzt nach deiner zweiten Probe? Mir geht's sehr gut. Die beiden Proben sind sehr gut verlaufen. Es hat total viel Spaß auch gemacht. Und es war ein super Gefühl, die Arena endlich mal live zu sehen. Ich meine, man hat ja viele Bilder im Vorhinein gesehen, wie es aussehen wird, und das alles dann endlich live zu sehen, war ein super tolles Gefühl. Jetzt hast du ja zweimal geprobt. Wir als Journalisten sind ja ein bisschen schlechter dran, weil wir ja nicht alles gesehen haben, was ihr da gemacht habt. Was würdest du sagen, oder musstest du groß was ändern zwischen der ersten und zweiten Probe? Gab es da irgendwie Probleme, Veränderungen, Dinge, wo du nochmal ran musstest? Große Probleme gab es zum Glück nicht. Es war ziemlich, alles hat so geklappt, wie wir es uns vorgestellt hatten, was ja sehr toll war. Es gab ein paar Dinge, die wir timing-wise anpassen mussten mit den Tänzen auch, weil man hatte geübt in einem Tanzlokal, in einem großen Raum, und dann alles nochmal auf die Bühne zu bringen, wo alles ein bisschen anders ist, war eine kleine Challenge, wo es bestimmt auch Dinge gibt, die wir für das zweite Rehearsal angepasst haben, und die haben dann zum Glück auch super funktioniert beim zweiten Mal. Aber ihr hattet doch die Maße der Bühne schon vorliegen, also ihr hättet doch auch auf dieser Basis schon üben können, aber... Haben wir auch, aber es war natürlich zum Beispiel die Pyros, die rauskommen, und wir haben noch Pyros, die von den Decken kommen, an einem einen Part. Ja. Wollte ich eigentlich noch nicht erzählen, aber jetzt wisst ihr es. Pyro von der Decke? Okay. Genau, Pyro kommt von der Decke. Und die fallen nicht gerade runter, die kommen ein bisschen, wie sie wollen. Und ja, da gibt es einen großen Sicherheitsabstand, den man einhalten muss, was wir zum Beispiel jetzt noch nicht wussten, oder? Okay. Das heißt, wir mussten alles ein bisschen zurückversetzen. Wenn ich zurücklaufe, zurückgehe ein paar Schritte mehr und dann schauen, dass ich nicht zu weit vorgehe. Das heißt aber, weil ich am Ende vom Song in der Mitte sein muss, muss ich bei dem Part, wo ich renne, mehr Distanz zurücklegen. Das heißt, es gab ein paar Dinge, die wir schon noch anpassen mussten. Aber fühlst du dich trotzdem sicher, oder musst du es jetzt noch ein paar Mal im Hotelzimmer üben? Ich habe es ein paar Mal geübt. Wir hatten auch eine Möglichkeit, noch einen Proberaum zu gehen, und das kommt alles gut. Ich fühle mich sicher, ich habe Spaß dran, aber ich denke, das ist auch der Grund, dass wir 2 Wochen davor schon hier sind, dass wir noch einige Sachen auch noch verändern können und daran arbeiten können. Dann hast du ja ein ganz fashionmäßiges Outfit. Wie ist das denn zustande gekommen? Du freust dich da schon, wenn du darüber reden kannst. Ist das auf deinem eigenen Mist gewachsen? Hast du Beratung gehabt wahrscheinlich? Wie kam das zustande? Da war sehr viel Beratung dabei, auf jeden Fall. Also ich habe das nicht selber ausgesucht. Ich arbeite ja mit Sascha Jean-Baptiste zusammen, und sie hat mit einem Stylisten zusammengearbeitet, schon seit langem. Der heißt Gorian, der kommt auch aus Stockholm. Und ich habe mich für ihn entschieden, weil ich verschiedene Dinge von ihm gesehen habe und sehr gemocht habe, was er auf die Bühne bringt. Und sein Verständnis für Mode, für Fashion habe ich sehr toll gefunden. Und wir haben uns dann getroffen, haben zusammen uns für verschiedene Outfits entschieden. Und ich konnte dann einmal dieses Outfit, was ich jetzt auch wirklich anhaben werde, anprobieren. Und ich war zuerst so ein bisschen, was ist das? Das ist ein bisschen sehr speziell, es ist sehr extravagant, was ich auch mag. Ich denke, es darf auch so extravagant sein, aber es wäre jetzt nicht ein Outfit, was ich irgendwo sehen würde und denke, boah, geil, ich möchte es anziehen. Ja. Aber ich bin ein bisschen auch, muss ich sagen, ein bisschen über meinen Schatten gesprungen, um es einfach mal fürs erste Rehearsal anzuprobieren und zu sehen, wie es auf der Kamera wirkt und wie die Leute auch darauf reagieren. Und das Feedback war total gut, und das hat mich dann auch gestärkt, und ich war total sicher nach dem ersten Rehearsal, dass ich es anziehen möchte, und bin froh, dass ich mich getraut habe und dass ich es ausprobiert habe. Das bin ich auch. Also ich finde das auch sehr, sehr gut. Jetzt hast du zweite Probe durch. Heute ist Donnerstag schon. Krass. Genau. Nächste Woche Dienstag ist das erste Halbfinale. Was passiert bis dahin jetzt noch für dich? Also eigentlich nochmal proben kannst du erstmal nicht, sondern hast die erste Durchlaufprobe am Montag. Wie verbringst du jetzt die Zeit die nächsten Tage? Wir haben viele Interviews, die wir noch machen dürfen, was ich auch sehr gerne mache. Ich bin immer gerne im Austausch mit den Fans und mit den Leuten und mit den Medien vor Ort. Ja, was machen wir noch? Eine gute Frage. Wir haben noch ein paar Meet and Greets. Wir haben am Samstag habe ich ein kleines Konzert in der Eurovision Village. Okay. Ich habe ein Konzert in einem Pop-Up-Store mit Vivi Blogs zusammen. Es passieren noch einige Sachen, genau. Und am Sonntag ist da ja diese Opening-Zeremonie.
Montag ist ja nochmal ein Durchlauf. Da sind die Durchlaufproben, genau. Also das Programm ist tight, es passiert einiges, aber ich glaube, dafür sind wir auch hier. Ja, nee, du kannst ja auch das noch länger genießen als die Deutschen. Die sind ja gestern erst gekommen und mussten heute ja auch schon dann proben. Ja, stimmt, muss man dann gucken, wie es da läuft. Ja. Hast du Thea und Salena eigentlich schon hier jetzt auch gesehen? Weil ihr ja in unterschiedlichen Halbfinals seid. Also seid ihr euch über den Weg gelaufen? Wir sind uns über den Weg gelaufen. Ja. Wir haben uns gesehen kurz, weil der Peli Loriano, der ja auch den Song für mich produziert hat, ist der Manager von Thea. Und er ist da auch noch ein bisschen involviert. Also wir sind immer ein bisschen in Kontakt. Und wir treffen uns gleich auch später noch für ein Escape Room mit ein paar anderen Delegationen, wo wir gemeinsam hingehen. Also so viel Zeit ist auch. Und dann machst du sozusagen mit Thea und Salena zusammen Escape Room zusammen und nicht gegeneinander. Das werden wir vor Ort sehen. Mal schauen, wer schneller ausbrechen kann. Und dann ist ja manchmal noch damit weiter, noch eine Sache, wo die nochmal größer wird, ist ja geplant. Es gibt ja dieses Jahr vom SRG, ORF und der ARD eine gemeinsame Vorsendung vor dem ESC. Da sollt ihr 3 ja auch zusammen in Erscheinung treten. Wie wird das aussehen? Das ist eine gute Frage. Da bin ich nicht so krass involviert, wie das werden wird. Aber es wird bestimmt cool. Wir hatten schon ein paar Aufnahmen dafür gemacht in Amsterdam. Auf den Pre-Partys, wo wir alle 3 uns getroffen haben und ein paar Aufnahmen gemacht haben, was sehr toll war. Okay, aber da muss man nur abwarten, was mit passiert. Und abwarten, dann, ja. Okay, da geht es dann mit dran. Dann an der Stelle jetzt noch eine Frage, nämlich Liverpool hier vor Ort. Du hast schon gesagt, es passiert viel. Die haben ja Marius und der Luca mit auf den Weg gegeben. Genießt die Zeit, es rast alles an dir vorbei. Hast du im Moment auch schon das Gefühl, dass es an dir vorbei rast, oder bist du noch in der Lage, das so alles mit aufnehmen zu können, was gerade passiert? Ich bin in der Lage, alles aufzunehmen, aber es rast schon seit Wochen vieles an mir vorbei. Also es passieren so viele Dinge. Ich war schon Gast in so tollen, großen Fernsehshows, wo ich, seit ich ein Kind war, davon geträumt habe, darin teilzunehmen oder einfach nur schon da sein zu können. Ich konnte dort singen und man hat es einfach so, es ist einfach passiert und erst jetzt realisiere ich, was ich alles machen konnte. Und auch hier in Liverpool ist es so unrealistisch oder einfach unvorstellbar, was alles passiert, und ich genieße es sehr. Ich kann meinen Traum momentan leben und verwirklichen, was sehr viel Freude auch bereitet. Ich versuche alles so gut wie es geht zu genießen im Moment, aber ich denke auch, viel wird einem erst im Nachhinein dann bewusst, wenn es leider dann schon vorbei sein wird. In 1,5 Wochen. Also bis dahin drückt man die Daumen. Ich habe eine Frage noch nach dem ersten Interview, was wir mit dir geführt haben, also Peter und Benny. Du sprichst dann extrem Hochdeutsch für einen Schweizer. Ja? Ja, total. Freut mich. Woher kommt das? Ich habe keine spezielle Bindung zu Deutschland oder war irgendwie lange dort, sondern ich habe einfach aus der Schule irgendwie das wahrscheinlich so mitgenommen oder auch aus TV-Sendungen oder vielleicht auch, weil ich auch viel Deutsch gesungen habe, dass ich vielleicht von dort irgendwie den Akzent übernommen habe. Vielleicht. Oder auch die Shows die von The Voice wurden ja alle in Deutschland produziert. Da war ich 2-3 Wochen vor Ort und habe nur Deutsch gesprochen. Ja. Ich glaube, da lernt man schon auch viel. Auch jetzt ich bin ja auch kein Native Englisch-Sprecher oder so, überhaupt nicht. Aber ich merke auch jetzt schon in dieser letzten Zeit, wo ich sehr oft Englisch gesprochen habe wegen Eurovision, ich habe schon sehr viel, wie sagt man, mitnehmen können. Und ich denke, das hilft schon, auch wenn man viel die Sprache sprechen kann. Unbedingt. Also deshalb nutzt das hier auf jeden Fall Liverpool aus. Letzte Sache noch, gibt es irgendwas, worauf du dich jetzt noch ganz besonders freust in der nächsten Zeit, die noch vor dir liegt? Was ist noch so ein Highlight? Das muss nicht die Show sein, sondern noch irgendwie was anderes, was du noch mitmachen willst oder machen wirst. Wo du sagst so, das ist noch so ein kleiner Extratraum oder so. Wenn du das jetzt auch noch schaffst in Liverpool, dann wäre das super schön. Ich denke, das nächste große Highlight wird bestimmt das Halbfinale sein. Ich freue mich sehr darauf. Ich werde alles dafür geben, dass wir ins Finale kommen. Und bin gehypt. Du bist gehypt, die Wettquoten sind gehypt, wir sind gehypt. Wir drücken dir alle Daumen und viel Erfolg dann für nächste Woche Dienstag. Und möglicherweise sehen wir uns dann danach nochmal. Dann also vielen Dank für deine Zeit und toi toi toi. Danke auch. Bis bald. Tschüss.